An was denkt ihr, wenn ihr Irak hört? Was sind eure ersten Gedanken dazu? Ich glaube, die meisten Menschen werden wohl eher negative Dinge damit verknüpfen, die man vielleicht mal irgendwo aus den Nachrichten gehört hat. Was echt schade ist, weil dieses Land so viel mehr zu bieten hat. Auf unserer Weltreise sind wir 2 Wochen mit dem Fahrrad durch den Norden des Iraks gefahren. Diese Region heißt Kurdistan. Und vielleicht werdet ihr nach diesem Video ein anderes Bild von dem Land haben als davor. Jo, wir haben nur noch 3 Kilometer in Richtung Irak. Und aus Vorsichtsmaßnahme versuchen wir jetzt unsere Drohnen hier zu verstecken. Wir wissen nicht, ob wir die mitnehmen dürfen. Im Iran eigentlich nicht, im Irak weiß ich nicht. Deswegen tun wir die jetzt irgendwo in einen Essenssack rein. Ich würde es in den Topf rein tun. Also die Gewürze raus, in den Topf rein. Ja, ich glaube nicht, dass die da einen Topf nachgucken, ob da was zu essen drin ist. Ja, sicher. Ich glaube, jeder soll nachschauen. So, bisher ging eigentlich alles wunderbar, außer eine Sache, und zwar die Bezahlung. Da musste man halt online einen Visa-Antrag ausfüllen und das ging nicht. Wir haben es mit 6 Kreditkarten versucht, auch mit Den von meinen Eltern. meinen Eltern und sowas. Das ging einfach nicht und das war jetzt wie bei Asterix und Obelix auf dem Amt. Ja. 3 Stunden gedauert, bis wir jetzt jemanden gefunden haben, der uns das durchgemacht hat. Und da, ja, kontrollieren sie jetzt die ganzen Autos bis aufs Letzte. Hoffentlich kontrollieren sie unsere Töpfe nicht. So, jetzt sind wir im Irak. Endlich! Ja, Franzi musste pullern. Und dann haben wir gleich 20 Leute ringsherum und haben uns gleich einen ganzen Beutel Süßigkeiten geschenkt. Gleich mal 4 Säfte und sowas. Was für ein Empfang an der Tankstelle. Alter, Franzi wollte einfach nur pinkeln und dann vermehren die vermehren sich alle so schnell. Das ist brutal. Oh, sind die alle nett also. Wir freuen uns so auf den Irak, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also in der Türkei waren wir halt Exoten und hier sind wir halt Aliens, ne? Das muss man echt mal so sagen. Das Essen da war richtig lecker und die haben es uns einfach geschenkt. Jetzt schenken sie schon im Restaurant essen. Ja, also auf der Straße und sowas verstehen wir ja, aber im Restaurant, hey, ihr seid unsere Gäste, ihr kriegt das Essen umsonst. Einfach so. Ich habe dann gesagt, hey, nein, Quatsch, also ich zahle das alles und nichts zu machen. Was geht denn hier ab? Sonne ist schon untergegangen und wir sind halt voll noch im Stadtzentrum. Jetzt will wir ein bisschen Gas geben, um irgendwie aus der Stadt rauszukommen. Ja, um unser Zelt aufzuschlagen. Auf dem Weg hat uns ein Auto angehalten und gefragt, ob wir nicht bei ihnen schlafen wollen, da es bereits dunkel ist. Wir haben uns über die Einladung gefreut und sind dem Auto bis zu ihrem Haus gefolgt und hatten einen schönen Abend mit der Familie. Guten Morgen. Wir sind gerade aufgewacht und beim Aufstehen hat Hans gemerkt, dass es ihm gar nicht gut geht. Und er hat echt über 39 Fieber. Jetzt werden wir doch in ein Hotel müssen. Mal ein paar Tage warten und schauen, ob es besser wird. Guten Morgen, mir geht's wieder besser. Wir haben jetzt hier in dem Hotel 5 Nächte genächtigt. Hat richtig gut getan. Ich hatte auch nur einen Tag Fieber, muss man sagen, aber ja, wenn man mal Fieber hat, dann tun wir lieber ein paar Tage immer länger ausruhen, ja, damit man den Scheiß nicht unnötig mit sich rumschleppt. Und ja, jetzt sind wir fit. Es ist 6:30 und viel zu heiß.
Oh, wir kommen hier ab und zu mal Eis geschenkt, das ist so geil. Boah, einfach nur gefrorenes Wasser, das ist das Beste, was man gerade machen kann. Ist das heiß. Ja, und überhaupt bleiben so viele Autos stehen und schenken uns irgendwas. Und bei den meisten Sachen wissen wir, die schmecken uns auch gar nicht, aber die lassen dich locker. Nee, man kann nicht ablehnen. Man kann nicht ablehnen, es geht einfach nicht. Also ich hätte nicht gedacht, ich bin eigentlich nicht so hitzeempfindlich, dass es mich so weghaut. Also sobald ich zu schnell fahre oder 20 Minuten nichts trinke, dehydriere ich sofort und mir wird schwindelig. Boah, jetzt gerade wieder, ich muss ja wieder was trinken. Aber erstmal filmen, macht Sinn. Ja, erstmal. Franzi muss gerade ins Handy sagen, I love Kurdistan! Jedes Auto hält uns an, das ist verrückt. Hey! Ask yourself about Kurdistan. Do you really like it? You love Kurdistan? Yeah, yeah, of course. I love you so much. Yeah. Enjoy your stay. Thank you very much. Bye bye. Wir trauen gerade unseren Augen nicht, was wir da jetzt gesehen haben. Was ist denn hier los? Die haben sogar solche Reifen und so, ne? Wie geil ist das denn hier? Wasser. Rein damit. Oh. Geil. Diesen Platz schickt der Himmel. Wäre natürlich nur geil, wenn wir jetzt die ganze Nacht hier bleiben könnten. Das wäre absoluter Jackpot. Da hätten wir hier alles, was wir brauchen. Schatten, schönes Fleckchen am Wasser. Einfach nur das Innenzelt aufstellen. Boah. Wir sind gerade mal angekommen und wird halt sofort Getränke geschenkt. Kaufen zu essen und sowas. Das ist brutal. Man wird hier nur beschenkt. Das ist kein Witz, gell? Wir brauchen einfach nicht essen gehen. Wir kriegen hier alles. Jetzt haben wir noch mal Wassermelone. Haufen Wasser, jetzt waren gerade noch ein Tablett voller solcher Reisdinger frittiert, die sind auch voll lecker. Kurdistan, wir lieben dich. Jetzt haben sie sogar für uns Essen gedeckt. Also komplett verrückt. Thank you very much. Thank you so much. Wir wollen das natürlich nicht filmen oder sowas. Wir sind aber echt den Geschenken ja, hoffnungslos ausgesetzt. Wir schaffen es nicht. Es geht nicht. Wir sagen 10-mal nein. Wir wollen zum Beispiel diesen riesen Kuchen und diese Kekse zum Beispiel gar nicht haben. Ich wollte auch die ganzen Flaschen nicht haben, aber es geht nicht. Die drängen die Geschenke auf. Das ist so crazy. Boah. Man hat einfach echt kein Mitspracherecht. Nein, es geht nicht. Aber es war jetzt ein netter Abend und Ja. es ist cool, dass wir am Wasser sind. Da können wir morgen früh noch mal reinspringen und alles. Und richtig cool, dass wir hier gefunden haben. Mega. Guten Morgen. Boah, also ich muss mich irgendwie an den Rhythmus erstmal gewöhnen, so früh aufzustehen und halt mittags zu schlafen wieder. Ja, Du wirkst so fit, ey. ja, ich will jetzt los. Ja. Wir hatten eigentlich um 5 den Wecker gestellt, aber sind jetzt um 5:45 aufgewacht, weil der Wecker irgendwie nicht laut genug war. We don't drink. Thank you very much. Thank you. Thank Yeah. you. And it's Yeah. We only drink water. only water. Cucina, Bajan. Water. Yeah. Thank you. Yeah, no problem. Ja, ganz ruhig.
Am Morgen macht es einfach so viel Spaß, Fahrrad zu fahren. Oh, ist das angenehm. Diese einsame Straße ins Nirgendwo. Geil. Wir essen echt so viel Scheiße die ganze Zeit. Das ist so brutal. Wir kriegen ja die ganze Zeit Chips und irgendwie Kekse und Kuchen und Baklava geschenkt. Das ist halt wirklich die reine Chemie, gell? Aber was, keine Ahnung, wir hatten jetzt gerade mega Hunger und hier gibt es keine Restaurants in der Nähe und wir ernähren uns eigentlich nur von geschenkten Waren. Das ist, Mehr oder weniger, ja. ich will jetzt irgendwas ändern, wir müssen mehr kochen, weil das geht gar nicht. Ja, wir sind extrem kochfaul einfach. Aber wir müssen echt wieder kochen, weil wir kriegen keine Vitamine. Das ist echt so. Es gibt nichts Schöneres, als Franzi zu quälen. Ich darf nicht vorbereiten. Ja, wir kriegen ja immer so Eisdinger geschenkt, aber das können wir diesmal nicht trinken, weil das ja aufgefülltes Leitungswasser ist und das vertragen wir nicht so gut. Aber ja, ist ganz cool, oder? Jetzt wird mir gerade hier eingeladen von der netten Dame und ja, jetzt kriegen wir ein paar Kleinigkeiten, also so Brot, Eis ist glaube ich, oder? Eiweiß. Und das ist glaube ich so ein Joghurt oder sowas. Mega nett. Und das ist glaube ich türkischer Kaffee. Das da schmeckt wie so ein richtig cremiger Mozzarella, so ein Schafskäse-Mozzarella. Und die haben uns gerade gezeigt, das ist alles von den Ziegen, was die haben. Also doch kein Ei oder Joghurt. Das schmeckt richtig gut. Also sie lernen hier gar kein Englisch in der Schule, nur Kurdisch und Arabisch. Und ja, kein Wunder, dass hier keiner Englisch spricht. Ist eigentlich voll schade, ne? Weil es wäre halt so viel mehr möglich mit Englisch. Und ja, hier kommt die ganze Rasselbande, ist laut. Und die wohnen hier zu 20 in dem Haus. Also ich frage mich, wo die ganz anderen sind und wo die Platz haben. Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt regnen kann hier in der Region. So, die Franzi hatte schon wieder eine sehr gute Idee, oder? In dem Falle ja. Wir haben einfach keinen Baum gefunden und dann hatte ich die Idee, dass wir das Zelt halt einfach nur mit der äußeren Plane aufstellen. Aber es ist eh schlecht Wetter und es zieht ein bisschen Wind durch, also echt gemütlich. Jetzt machen wir erstmal ein paar Stunden hier Rest. Einige Stunden. Bis es wieder ein bisschen kühler wird, ey. Ich nehme alles zurück. Es ist 10 Minuten später und wir sterben hier in der Hitze. Wir fühlen uns wie im Gewächshaus. Ich glaube, ich habe es langsam am Garpunkt erreicht. Ja, ging ganz gut, solange der Wind ging und es hier durchgelüftet hat. Aber jetzt steht die Luft und es ist scheiße heiß. Wir wissen echt nicht, was wir machen. Hin und her, aus dem Zelt raus. Da drüben, da regnet es wie verrückt. Kein normaler Mensch würde jetzt anfangen zu kochen, aber es kommt einfach nicht näher und es ist wieder mal Sonne, wieder mal Regen. Keine Ahnung. Ich konnte noch nie das Wetter so schlecht vorherahnen wie hier im Irak. Jetzt machen wir es einfach. Ich weiß nicht, ob man es noch hört. Alter, da ist der Eismann. Gerade wo uns die Welt zu hassen geschienen hat, weil gerade nichts funktioniert, alles ausgelaufen ist und sowas, hört man von Feine Eismann, Eismann, du, du, du. Ein geiles Ding. Lieblingsland. Es gibt Linsen mit Liebe. Kommt gerade so ein bisschen Bud Spencer Gefühle hoch bei dem Essen. Aber Linsen sind das Einzige, was schmeckt, wenn... Ja toll, Löffel ist reingefallen. Ohne nichts, meine ich. Und da wächst
frischer Salbei. Kann man Tee draus kochen. Wenn wir nicht so faul wären. Genau, ich wollte gerade sagen, was wir nicht machen werden. Boah, es ist so diesig geworden. Keine Ahnung, ob das Staub ist oder nicht, aber man sieht echt kaum noch was. Also man spürt so ein bisschen im Augenbrennen auch dieses diesige Rauchzeug oder was das ist. Keine Ahnung. Vorhin waren da noch voll die Berge zu sehen. Und die Sonne schaut auch so aus, als wäre es eine LED-Leuchte. So ganz komische Farbe. Was das wohl ist? Schlafplatzsuche. Wo geht's hin? Da runter irgendwie. Boah, wenn das morgen hier aufklart, haben wir einen richtig geilen Blick. Das wäre schön. Der Schäfer kommt uns auch gleich gute Nacht sagen. Das ist ja ganz schön. Jetzt haben wir ein richtig schönes Örtchen gefunden hier. Interessanter Tag mit so viel Höhen und Tiefen. Extrem. Ganz seltsam, aber Und wir kommen einfach mal nicht richtig gut voran. wir kommen gar nicht voran. Das ist so nervig. Zweimal 40 Kilometer gemacht. Wir müssen doch eine Strategie finden, wie das mit der Hitze gut klappt. Ja. Aber hey, cool. Wir sind hier, wir sind da. Macht Spaß. Guten Morgen. Wir haben wieder diese komische Sonne. Aber die Sicht ist ein bisschen besser geworden. Ein bisschen wenigstens. Franzi hat sich aufgeregt über die Bremer Stadtmusikanten. Ja, ey. Ein Hund, ne, 2 Hunde, die gebellt haben, ein Esel, der geschrien hat, ein Hahn und die Vögel, die zwitschern. Alter, alles zusammen. Sobald einer angefangen hat, sind alle ausgerastet. Ja, jetzt ist es gerade um 5. Packen wir das Zeug zusammen und dann geht's los. Wow. Absolut geil. Wie krass. Es muss hier ein altes Schwimmbad sein. Wie geil muss dieser Blick gewesen sein aus dem Pool hier auf die Stadt. Wow. Krass. Also wenn es da oben kein Eis gibt, werde ich böse. Jo, es gibt Eis. Jo, also viel gibt es ja nicht zu sehen in Amédy, aber halt schön anzugucken von unten. Jetzt machen wir weiter Richtung, keine Ahnung. Ich kann mir die ganzen Ortsnamen nicht merken. Und es steht auch ziemlich viel auf Kurdisch, was ja so ähnlich ist wie Arabisch da. Da haben wir eh keine Ahnung, was da steht.
Also wenn das Ding offen hat, dann gibt's einen Gott. Hier ist so eine Poolanlage, auch mit Sitzen und sowas. Und ich wollte gerade sagen, ich habe mich so geärgert, dass wir gerade ins Tal gefahren sind, weil hier sind es vielleicht nicht 35, es sind 40 Grad um 11. Es ist so heiß hier unten, oder? Voller. Aber wenn diese Poolanlage hier Schatten und Wasser offen hat, dann bleibt man hier. Für die nächste Woche. Wir dürfen nicht mehr was zahlen, wir sind hier Gäste. Es ist so verrückt. Ist das ein Traum gerade? Das fühlt sich echt an wie ein Traum. Es kann doch nicht sein. Das ist verrückt. Ah. Okay. Oh, ist okay. Okay. Habe jetzt gerade noch ein bisschen Saft getrunken, den sie uns auch noch geschenkt haben. Mit dem Dickerchen hier. Der ist echt lustig. Das ist alles hier Wasser aus dem Berg, das heißt, kann man auch trinken. Und dementsprechend ist es arschkalt. Thank you so much. Bimallah. Bimallah. Der Typ ist so geil. Jetzt gibt es für uns noch seltene Vitamine. Ja. Er bringt uns Gurken, was er gerade aus seinem Gewächshaus gepflückt hat. Er bringt uns Pfirsiche, er bringt uns hier seinen Chai-Tee und wie kann man, also für mich ist es total schwer, oder für uns ist es total schwer einzuordnen, wie geht sowas oder wie kann man denn so sein? Also es ist ja voll schön. Aber wo ist der Unterschied zwischen den Ländern und den Menschen und den Gedanken? Und das ist so berührend irgendwie. Kein Kommentar. Wir wissen nicht mehr, was wir sagen sollen. Ja. Wir schauen uns die ganze Zeit selbst an, schütteln mit dem Kopf, weil wir es nicht glauben können, was hier gerade. Die Sicht ist gerade jetzt nochmal besonders schlimm heute Nachmittag. Man sieht da dahinter gar nicht mehr, ne? Die Berge sind alle weg. Und also mir hat er gerade erzählt beim Pool, dass wegen Bomben, also weil irgendwelche Flugzeuge Bomben abwürfen, Türkei, Irak, die Grenze da, oder wegen den Türken, dass so ein Staub aufwirbelt, aber also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das muss ich falsch verstanden haben oder der glaubt das nur. Ich frage jetzt noch ein paar andere Leute. Wenn die Information stimmt, das wäre so krass. Aber ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Okay, also die zwei Militärleute hier vom Stützpunkt, also sind immer so Checkpoints, ne? Wir fahren immer quasi von Stützpunkt zu Stützpunkt, kleine Sicherheitszonen. Jetzt haben sie gerade das erste Mal unser Passport kontrolliert, haben es noch nie gemacht, aber waren ja sehr freundlich zu uns. Aber der meinte, ja, das Quatsch mit den Bomben, also da, keine Ahnung, das konnte ich mir auch nicht vorstellen. Der sagte irgendwas von Shirana da hinten, aber wir wissen nicht, was das ist. Wir fragen mal ein bisschen weiter. Sowas freut uns. Riesenrad. Die Luft wird so stickig, dass wir erstmal eine Runde Riesenrad fahren müssen. Weil wir müssen weiter, sobald man stehen bleibt. Ich check's nicht, wie du überlebst mit langärmlich und langen Hosen. Ja, ich habe immer lange Hosen an und langärmlich, um mich vor der Sonne zu schützen und weil es halt auch, ja, kleidertechnisch so angebracht ist in diesen Ländern hier.
Ja, wir werden hier so ein bisschen. Germany. Germany. Thank you very much. Der fasst den Hans die ganze Zeit an. Der fässt mich sogar ins Gesicht an, was Ja. mit dir los? Das ist so unangenehm. Boah, ich bin echt froh, dass Typ weg ist jetzt. Der hat mir ins Gesicht gefasst und sonst was. Und die ganze Zeit Händchen gehalten. Ich bin froh, dass er weg ist. Aber der ist hier mega nett. Das war's. Und dem war das auch unangenehm, dass der Typ mich angefasst hat. Also, das war jetzt gerade eine Ausnahme. Das war's. Es kam gerade ein Junge mit Glasauge rein. Wir dachten erst, der will betteln und wir sollen ihm Essen ausgeben. Aber der hat uns gerade das Essen ausgegeben. Okay. Danke. Und er ist fort. Also er hat keine Gegenleistung, er ist einfach wieder weg. Krass. Ein paar Kilometer weiter kam der nächste Polizeicheckpoint. Aber dieses Mal wurden wir in das Büro des Chefs geführt. Und das ist dabei rausgekommen. Aber ja, jetzt waren wir gerade im Büro, mussten halt die Passports zeigen, wie heute schon mal. Aber er hat gesagt, er lässt uns nicht durch, ist zu unserer eigenen Sicherheit. Weil hier irgendwelche PKK-Kämpfer gibt, müssen wir auch noch gucken, wer das sind. Und er hat auch gesagt, die Berge sind gefährlich. Ja, also in die Richtung, irgendwo hinter die Berge, also türkisch-irakische Grenze, soll es wohl echt nicht so schön zugehen. Aber deswegen sind überall die Checkpoints hier, damit Sicherheit gewährleistet ist. Es heißt, dass es hier sehr friedlich ist und hier nichts passiert, aber halt weiter oben. Und er lässt uns halt erst morgen wieder durch. Jetzt müssen wir irgendwie in die Stadt zurück und da was suchen. Ja, wir fragen jetzt gerade jeden, wo wir schlafen können, aber keiner hat so richtig eine Antwort. Es ist jetzt schon 7:30, es wird gleich dunkel, also Sonne ist untergegangen. Wo schlafen wir hier? Guten Morgen. Wir haben jetzt hier bei der Familie geschlafen. Schaut der Raum aus. Ja, gestern haben wir mal nicht gefilmt, gell? Das war so ein bisschen unangebracht. Und der wollte es auch nicht, dass wir die Frauen filmen, das durften wir nicht. Das ist das erste Mal. Ja. Aber ja, wie war's hier? Also total schön. Also die waren total nett und hilfsbereit und das Essen war lecker. Und die haben wieder die ganze Verwandtschaft eingeladen und die ganzen Nachbarn. Sobald wir quasi irgendwo sind wir die Trophäe, die gezeigt werden muss. Ja. Und dann gibt es einen Bildermarathon. So viele Fotos wie gestern haben wir auch noch nie machen müssen. Die haben uns das auch gestern bestätigt. PKK-Kämpfer gibt es hier. Ich muss mal genau gucken, was das ist. Aber die sind wohl echt gefährlich. An der Grenze hier im Irak-türkischen Bereich. Aber wirklich genau an der Grenze, in den Bergen drin quasi. Ne? Hier auf der Straße ist sehr überwacht und friedlich. Hier passiert gar nichts. Ja, aber nachts wollten sie halt doch nicht. Nachts ist zu gefährlich, haben sie uns gesagt. Und da vertrauen wir mal auf deren Einschätzung. Der Mann hier ist auch Soldat. Uns wurde auch schon gesagt, dass hier, wenn man den Bergen wirklich der Grenze zu nahe kommt, dass ja Drohnen gibt, gell? Die auf einen schießen. Dass die nicht erkennen, ob du quasi ein Tourist bist oder ein Feind oder so. Also ist es nicht ohne, wenn man da wirklich gar keine Ahnung hat. Ja. Aber man wird von jedem hier darauf hingewiesen. Ne? Jeder sagt, geht da nicht so weit hoch und sowas. Und man kann auch gar nicht so einfach da hoch. Es gibt ja überall diese Stützpunkte oder Checkpoints. Und die fragen halt, hey, wohin willst du? Und wenn du sagst, du willst da hoch, fragen die, hey, warum? Und also eigentlich gibt es eigentlich keine Chance, dass du da irgendwie da hoch kannst, aus Versehen. Aber mir ist es erst gestern so richtig klar geworden, dass wir wirklich von Checkpoint zu Checkpoint fahren und wie wichtig das eigentlich ist. Ja. Weil davor ist mir das gar nicht, okay, das ist halt ein Checkpoint und so. Und ich fühle mich sehr sicher hier. Ich fühle mich ja extrem sicher. Wir haben jetzt da gar keine Angst, auch wenn es jetzt vielleicht so ein bisschen
ein bisschen gefährlich klingt, was wir jetzt gerade gesagt haben. Es ist es wirklich nicht. Hier ist vollkommen okay. Jetzt kommen wir gleich durch den Checkpoint wieder. Mal gucken, ob sie uns diesmal durchlassen. Aber haben sie ja gesagt. Wir haben gerade einfach eine durchschnittliche Ausgabe von 3 bis 5 Euro am Tag oder so. Mehr braucht man nicht. Mehr brauchen wir gerade einfach nicht, weil wir so oft eingeladen werden und weil es halt einfach so günstig ist. Ist das nicht schön hier? Ich würde so gern wissen, wie die in diesen Häusern leben da. Das sieht echt ziemlich verrückt aus. Aber dieser schöne Fluss da auch, ne? Wow. Es ist so heiß. Es ist gerade mal um 8. Aber es ist schon weit über 30 Grad. Alles klar? Hast du Hunger? Okay, wir essen was. Akku leer, gell? Ja. Wir müssen einfach frühstücken. Franzis Energiereserven sind aufgebraucht. Aber wir fahren auch schon 2 Stunden ohne Frühstück in der prallen Sonne. Ja, und warum machen wir das? Weil wir Zeit sparen wollen, damit wir so viel wie möglich los können. Ja, jetzt essen wir unser Müsli mit Wasser. Aber wenigstens haben wir diesmal Früchte dabei. Aber wir haben einfach keinen Bock mehr auf Brot, irgendwie so richtig. Gestern hat unser Gastgeber Reis für uns gemacht und Reis. Einfach nur so Reis. Einfach nur Ohne Reis. nichts. Reis. Wir haben uns jetzt 6 Wochen von Döner ernährt. Wir haben keinen Bock mehr. Also so heiß hat man es wirklich noch nie auf der Reise. Es sind locker 40 Grad. Das ist unaushaltbar. Ich merke, alle 3 Minuten wird mir schwindelig. Boah, jetzt aber stehen bleiben ist nicht gut, da wird mir auch schwindelig. Echt? Ja. Aber sobald ich Wasser über den Kopf leer, dann geht's wieder ein Stück. Wir machen jetzt die Mittagspause, die nächsten 5 Stunden wieder. Essen das Brot mit Luft. Na nee, wir haben keinen Bock mehr auf Süßes. Kam gerade so eine Art Müllauto angefahren und die sind halt stehen geblieben und man hat an ihren Augen gesehen, die wollen uns irgendwas schenken. Da kam leichte Panik auf, weil sie nichts gefunden haben. Dann kam er her, hat uns einen Müllsack geschenkt. Wow, thank you so much. Oh, Pide. Wow. Pide. Yeah. Oh, thank you so much. It's so great. Turkey. Thank you. Germany. Turkey. No Turkey. No Turkey. Only teşekkürler. Afiyet bitte. Ja, afiyet olsun. Afiyet olsun. Spaß. Franzi war gerade auf dem Klo. Wir haben gerade 2 Pide geschenkt bekommen, Alter. Und 2 Cola. Geil.
Ist das geil. Zum Glück musste ich aufs Klo. Oh, die schauen so gut aus. Lass die hier und jetzt vernichten. Ja, super. Boah. So geil, dass es solche Menschen gibt überhaupt. Ein Engel. So, ich glaube, wir haben jetzt einen Schlafplatz gefunden. Schon 7:30. Deswegen wollen wir jetzt noch ohne Stirnlampen auszupacken, auch unauffällig da irgendwo auf diesem Parkplatz ähnlichen Ding das Zelt aufschlagen. Und morgen geht es, denke ich mal, um 4 schon los. Es macht so Sinn, früh aufzustehen. Es macht echt keinen Spaß, um 10 Uhr Vormittag zu fahren. Das ist unglaublich. Das ist echt krass. Ja, jetzt haben wir gerade noch Wasser aufgefüllt, 5 Liter zum Abwaschen. Ja. Es wäre so ekelhaft jetzt mit dem Salz und klebrigen Zeug ins Zelt zu gehen. Ja. Wir haben es endlich mal geschafft, um 4 den Wecker zu stellen und auch aufzuwachen. Wie war deine Nacht? Fragen ist ja blöd. Das ist ganz genau. Überall Ameisen. Überall. Ja, wir haben die wahrscheinlich mitgeschleppt vom Mittagsplatz. Und Hans hat die ganze Nacht Ameisen gejagt. Oh, gejagt. Die waren überall überall rumgekrabbelt, gebissen. Das hat so genervt. Und deswegen bin ich erst gegen Mitternacht eingeschlafen und jetzt klingelt um 4 dieser Kackwecker. Keine Chance, sie loszuwerden. Die Süßen. Boah, das tut mir so im Herzen weh. Wenn die Mama mit ihren 4 Hunden herkommt. Nein. Ich habe sie nicht gestreichelt, nicht gefüttert. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als irgendwie so Tierschicksal oder Hunde, die, oh, wenn die so jaulen. Jetzt müssen wir irgendwie warten, bis wir eine Abfahrt haben, damit die uns halt nicht mehr nachkommen. Ihr könnt euch echt nicht vorstellen, wie mein Herz blutet dabei. Ich kann das nicht mit anschauen. Man darf den Hunden, so böse es auch ist, keine Liebe schenken. Wenn die einen verfolgen, das bricht mir das Herz. Das bricht mir das Herz. Ich weiß, dass ich nicht streicheln darf und nicht füttern darf. Und das mache ich auch nicht. Und trotzdem kommen sie hinterher, nur weil man stehen geblieben ist. So, wir haben sie abgehängt in der nächsten Abfahrt jetzt hier. Jetzt stehen sie halt oben. Mit ihren traurigen Augen. Ich weiß nicht, ob ich es nachvollziehen kann. Aber es tut so weh, sowas. Wenigstens sah die Mutter gut genährt aus. Nicht abgemagert. No Kurdish. No Kurdish. تمام تمام. حتى نروح ألمانيا بالطيارة بالبايسكل بيسكليت ألمانيا كردستان. للألمانيا بالكردستان. والله ولا دورة. تمام تمام. باص باص وكي باص باص Spaß. باص. باي باي. باي باي. Bye bye.
Boah, die Natur hier im Irak ist echt immer wieder eine Überraschung. So schön. Fährt man über einen Hügel drüber und dann kommt hier diese Landschaft und oh. Der Grund, warum wir heute schon um 4 Uhr morgens aufgestanden sind, ist der Berg hier. Weil wir den irgendwie schaffen wollen, bevor es unmenschlich heiß wird. Aber es ist jetzt schon brutal. Ja, es geht hier 8 Kilometer die Passstraße hoch. Bis dahinter, hinterm Berg. Aber landschaftlich einfach unglaublich geil. Wahnsinn! Ich sterbe, weil es so heiß ist und bin voll konzentriert, einfach nur weiterfahren, weiterfahren, weiterfahren. Und dann immer wieder stehen bleiben, so, wow, das ist ja richtig geil. So während dem Fahren tue ich mir da auch total schwer, das auch so wahrzunehmen, vor allem wenn es so anstrengend ist. Aber echt geil. Und ich sehe gerade, der Hans hat eine Wasserstelle gefunden. Das macht so viel aus, wenn man die Kleidung nass macht. Boah, da spritzt irgendwas über den Zaun drüber. Eine Leitung, die defekt ist. Die Chance lasse ich mir nicht hingehen, hey. Oh, wie geil ist das? Klitschnass bis auf die Unterhose. Oh, geil. Was ist los? Die Früchte hier wurden uns geschenkt. Die kennen wir eigentlich gar nicht, ne? Die haben wir in der Türkei einmal gesehen. Gibt es auch in Deutschland echt eigentlich fast nicht. Sag mal. Die haben so große Kerne drin. Und die sind so richtig saftig wie eine Mango oder ein bisschen säuerlicher. Aber sind so lecker. Geile Dinger. Das gibt's doch nicht. Da unten ist er. Das ist der Eismann, der vor 2 Tagen einfach angefahren kommt. Jetzt kommt er wieder. Guck dir das Ding an. Wo kommt der her? Der hat wirklich da drin beladen Eis dabei. Oh, das ist einfach mein Reisehighlight. Dass hier so ein 3-rädiges Eismann-Ding rumfährt. Wir haben jetzt gerade in dem Dorf kein Essen bekommen. Man hat uns gesagt, dass hier irgendwo ein Fischrestaurant ist. Das wäre so geil. Jetzt ein Fischrestaurant. Oh. So, jetzt sind wir wieder im Tal. Am Nachmittag geht es dann da weiter. Aber jetzt werden wir erstmal hier essen bei dem Fischrestaurant. Also die pennen hier gerade noch. Die sind extra geweckt worden wegen uns. Und ja, hier gibt es halt Fisch direkt aus dem Dings hier. Aus dem Fischtank. Wir dürfen uns quasi jetzt einen Fisch aussuchen, dann wird er gewogen und dann zahlen wir halt nach Kilopreis. Es ist so gut. Boah. Die letzten 3 Tage haben wir irgendwie alles richtig gemacht mit der Mittagspause. Wir sind hier schon wieder im nächsten Paradies. In den Fluss gehe ich zwar nicht so rein. Aber es sind so Hollywood-Schaukeln, haben unsere eigenen Bereiche und wir haben sogar Strom. Können wir alles aufladen. Richtig schön hier. Hat jetzt aber was gekostet. 5.000 sind ungefähr 3,5 Euro. Aber die holen wir uns wieder rein. Wenn irgendjemand kommt, sagt, wir sind die Kassierer und 10.000 passt. Wir haben jetzt gerade noch eine Einladung bekommen von 2 mega freundlichen Männern. Ja, das ist ganz cool eigentlich, weil wir müssen halt morgen in Erbil sein, um das Iran-Visum zu bekommen. Und deswegen müssen wir mit einem Taxi oder einem Bus hinfahren, weil das eine
längere, unnötige Strecke ist. Und jetzt können wir da die Räder da lassen und sowas. Ist eigentlich perfekt. Da fahren wir morgen das Visa abholen und kommen wieder zurück und können dann weitermachen. Das Schicksal fügt sich. Wir sind da, laut Navigation, jetzt muss er nur noch kommen. Mal gucken, wo uns gleich hinführt. Oha! Wow! Der kann das voll, wir kriegen es nicht auf die Reihe. Das ist der kodische Fidget Spinner. So, we are here. Yeah, this is my homie. Perfekt. Hello. Thank you so much. Das war's. Wow, das sieht so gut aus. Die Familie ist so nett. Mega. Also super. Wahnsinn. Wir wurden jetzt gerade von unserem Schuldirektor, der uns gestern eingeladen hat, hierher gefahren zur Busstation und fahren heute nach Erbil. Erbil ist quasi die Hauptstadt von Kurdistan. Das ist eine ziemlich große Stadt, um da unser Visa, also Iran-Visum abzuholen. Haben alle Dokumente dabei, hoffentlich klappt die Sache. Der hat gerade das Rohr rein verlegt, da rein als Klimaanlage. Das ist so geil. Er klappt einfach den Dings runter, kommt das Rohr hier rein. Wir haben es geschafft, wir haben das Iran-Visum jetzt endlich bekommen und sogar noch weniger gezahlt als in Ankara. Viel weniger. Viel weniger, richtig gut. Und jetzt sind wir auf dem Weg zur chinesischen Botschaft. Keine Ahnung warum, aber wir versuchen einfach irgendwas zu erreichen. Ja, wir fragen einfach mal, es ist extrem schwer, ein China-Visum zu bekommen im Moment nach Covid. Fast unmöglich eigentlich, wenn man außerhalb von Deutschland ist. Wir kriegen jetzt auch kein Visa hier, aber wir wollen einfach mal fragen, was wir jetzt am besten tun müssen. Was für Optionen es gibt. Ich glaube, wir kriegen keine Antwort, aber wir versuchen es mal. So, das mit China war jetzt wie erwartet nichts. Da kommt nichts raus. Eigentlich wollen wir ja übermorgen dann schon in Iran sein. Krass, gell? Und wollen dann eigentlich Richtung Teheran fahren, der Hauptstadt. Also halt Richtung Osten weiter. Aber jetzt haben wir halt diese eine Möglichkeit, irgendwie in Armenien vielleicht ein China-Visum zu beantragen über einen Anwalt. Komplett verrückt, also. Aber wenn es die Möglichkeit wirklich gäbe, würden wir die halt schon wahrnehmen, weil China ist halt die einzige Option, irgendwie den Pamir Highway zu überbrücken. Zumindest ein Stück davon. Ja, und dann halt irgendwie nach Pakistan oder nach Indien weiterzukommen. Es gibt sonst keine richtige, vernünftige oder schöne Möglichkeit. Und deswegen sind wir so erpicht darauf, unbedingt das China-Visum zu bekommen. Das ist so eine andere Welt hier, wie reich hier mit einmal alles ist oder reich scheint. Die Restaurants sind sündhaft teuer. Wir können uns eigentlich fast gar nichts leisten. Überall nur so riesige Buden. Irgendwie ein komisches Gefühl. Jetzt geht es wieder zurück in die Stadt, wo wir heute losgefahren sind. Und ja, wir haben ein Taxi vor dem Einkaufszentrum gefragt, ja, wie viel es kosten würde, uns dahin zu bringen. Hat einfach $100 gesagt. Und jetzt sind wir hier im Terminal gefahren, weil wir jetzt mit dem Bus fahren können. Und da haben jetzt Taxifahrer gesagt, ja, für $13 fahren sie uns dahin. Also so eine kranke Abzocke, $100 oder $13, ich spinne komplett. Das ist so krass. Yeah, it would be nice. Long hairs, but not on the side, not on the back. Was tue ich mir dann? Ich vertraue ihm mal.
Mein summender Barber kann das schon. Das summt er die ganze Zeit. Und das ist schmerzhaft? Oh, lecker. Oh. Das war's. Sieht aus wie ein Babypopo. Ja, wirklich. Was? Noch eine Fuhre? Das spinnt wo. Was? Warum denn? Um es noch genauer zu machen vielleicht? Au. Ach, den zweiten Durchgang macht er nur für sich, weil er daran Spaß hat. So, das passiert, wenn man die Sprache nicht spricht. Ich sehe aus wie gebügelt oder wie der Bruder von Elvis, also 12 Schlecht. Ja. Vor allem warst du echt froh, wo irgendwann der Strom ausgefallen ist und Ja. nicht mehr weiterführen Es sah echt gut aus bis zum Schluss, wo die immer diese Haare so hochföhnen. Also das sieht immer so geschmiert aus, aber das mache ich gleich weg. Jetzt gucken mich alle an. Ich bin ein Schönling. Jetzt haben wir hier die ganze Rasselbande. Er zeigt uns jetzt noch gerade so ein bisschen Soran, die Stadt hier. Aber die sind echt so freundlich, lassen noch eine zweite Nacht hier schlafen. Das konnten wir denen nicht ausschlagen. Es ist wirklich so eine herzliche Familie. Thank you so much for staying here. Es geht wieder los. Wir sind gestartet von einer netten Familie. Achtung, Franzi. Oh. Die hassen diese Dinger, ey. Jetzt fahren wir zur iranischen Grenze. Da kommen wir voraussichtlich morgen an. Ja, jetzt geht es erstmal bis zur Grenze, fast auf 2000 Meter hoch. Also ganz schön bergauf. Ist eigentlich so verrückt, dass unser neues Ziel seit gestern Armenien ist. Seit gestern. Was denn? Seit gestern? Ja, ist ja geil. So einfach mal heute auf morgen beschlossen, nach Armenien zu fahren und irgendeinen Anwalt zu suchen, der uns ein Visum für China besorgt. Also, das klingt wie aus einem Buch. So krass. Hoffentlich geht das klar. Was ist das? Das ist das größte Insekt, was ich jemals gesehen habe. Guck mal, meine Hand daneben. Was ist das? Die Moscheen haben sich auch ziemlich geändert, seit wir jetzt im Irak, in Kurdistan sind. In der Türkei war auch wirklich fast überall, wo wir waren, haben wir ja, den Muezzin quasi singen, zum Gebet aufrufen hören. Und hier wird es ganz selten gemacht, beziehungsweise halt nur in gewissen Teilen. Und wir hören kaum noch. Ganz krass, weil ich irgendwie dachte, dass es im Irak alles so viel strenger und viel religiöser ist und so. Wir kaufen hier gerade einen im Obstgeschäft. Und ja, wir kriegen gerade 2 fette Säcke voller Obst geschenkt. Wir haben gesagt, wir wollen gar nicht so viel, weil wir nicht so viel tragen können und sowas, aber keine Widerrede, wir kriegen es geschenkt. Thank you so much, but it's enough. Dankeschön, danke. Thank you so much. Sie sagen halt, es ist ein Geschenk von uns allen aus Kurdistan und da gibt es keine Widerrede. Alter Schwede. Bei uns gibt es die nächsten Tage Obst. Ist das viel? Wir haben gerade eine Einladung bekommen und die leben hier wirklich gefühlt am Ende der Welt.
Bin ich sehr gespannt, wo die uns hinführen. Sind aber auch sehr nett. Auf den Bergen sieht man überall Schnee und die haben uns auch gerade gesagt, dass hier im Winter auch kniehoch Schnee liegt. Ja. Wow. Richtig schön hier, ne? Ja, hier sind wir wieder zu Gast bei einer so netten Familie, die zwar hinterm Mond leben, aber es richtig schön haben hier. Thank you so much for making us food and it looks so great. Thank you for your hospitality. Sogar Pasta. Wie lange ist das her? Das ist jetzt die erste Einladung, wo wir am Abend noch keinen Fotomarathon hatten. Es sind quasi nur Oma und Opa gekommen. Und das ist immer so, dass man am Abend dann kurz vorm Schlafen, also jetzt 9:15, nochmal Früchte isst. Früchte so auch getischt Gurken, Melone, Kirschen und sowas. Und ja, das ist hier ganz normal. Ziemlich cool. Wir sagen das zwar irgendwie jedes Mal, aber hier haben wir auch uns wieder so wohl gefühlt. Also es war wirklich richtig schön hier. Ne? Die Familie ist wieder so nett. Und die haben es auch richtig schön, finde ich hier. Ne? Also, richtig idyllisch. Also da unten fließt der Fluss entlang, hier sind die Berge und alles so schön grün. Ja. Ein paar Tiere im Garten. Diese blöde Hahn, ey. Ja, oh Gott. Ich bin seit 2 Stunden wach wegen dem Hahn. Wir haben hier 2 Hörnchen als Haustiere quasi. Dann haben sie 2 Kühe, wo sie halt Butter und Milch machen. Und jetzt kommt gleich der Vater, packt uns wieder ins Auto rein und fährt uns zu unseren Rädern. Und danach geht's in Iran. Ich muss meine Kleiderordnung anpassen. Kleiderordnung, jetzt ist wirklich das erste Land, wo Franzi auch ein Kopftuch tragen muss. Ja. Und ich werde wahrscheinlich Hans T-Shirts anziehen, damit es halt weiter nach unten geht, weil ja, mein Arsch muss quasi von einem Leibele oder von einem T-Shirt verdeckt sein. Ja, man muss ja jetzt schon ein bisschen darauf achten, ne? Die Gegebenheiten irgendwie der Länder halt auch umzusetzen. Wir sind die Ausländer, wir müssen uns anpassen. So, wir machen jetzt die Mittagspause, nur noch ein paar Kilometer entfernt bis zur iranischen Grenze. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Ja, was da jetzt gleich passieren wird, sind wir ganz gespannt. Schreibt gerne in die Kommentare, was euer Bild vom Irak jetzt vor dem Video und auch nach dem Video war. Uns würde es total interessieren, ob sich da bei euch was verändert hat. Das wäre echt cool. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Dass wir an demselben Tag noch in das Chaos einer kurdischen Hochzeit reingeraten, haben wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen können. Das und einige weitere spannende Abenteuer seht ihr im nächsten Video, wenn wir den Iran unsicher machen.